Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange, 25. Teil. Hat jetzt eine Weile gedauert, ich weiß, wieder eine halbe, komm, sind wir mal großzügig, eine Dreiviertelwoche kam jetzt nichts. Liegt, wie schon öfter erwähnt, daran, dass ich nur mal am Wochenende aufnehme, weil gerade bei so einem Spiel muss man sich natürlich die Zeit nehmen und die Geduld und den Elan und was es sonst noch für Wörter gibt, die diese Begeisterung beschreiben und diese Immersion, die man, ja, erfahren muss, wenn man sowas spielt, und deswegen drücke ich halt jetzt erst auf Fortfahren. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Dafür habe ich auch extra gerade meine Kopfhörer aufgezogen, damit ich total drin bin. Das haben wir schon mal gesehen, das weiß ich noch. Guck mal, ist schon 2 Wochen her und ich weiß es noch. Zack. 2 Wochen fragt ihr euch jetzt, wie kann das sein? Nun, ich habe ja eine Woche im Voraus aufgenommen. Das heißt, bis letzten Sonntag oder so habt ihr die Folgen von vor 2 Wochen gesehen. Das heißt, ich habe das Spiel faktisch gesehen 2 Wochen lang nicht angerührt. Ist das nicht eine super Sache? Chloe, you're back. Oh, komm her. Oh, Chloe. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Mhm. Good stuff, good stuff. Ich muss mir leider... Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ich muss mir leider die ganzen Sachen normal ansehen, weil ich weiß nicht, ob irgendwas davon nicht irgendwie storyrelevant war. Ich werde es allerdings nicht mehr vorlesen, keine Sorge. Ich weiß, die letzte Folge bestand fast ausschließlich aus Vorlesen. Das war nicht so schön. Ich wünschte, ich könnte vorspulen. Ha, wenn die Fähigkeit auch noch kommt. Best Game ever. Second best game ever. So close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Step Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Halt mir das nicht auch noch vor. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Was ist denn jetzt eigentlich der Darkroom nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Seht ihr, ich kann nicht alles behalten. Ne? I'm so sorry, Ah, William. süß. So. It's not fair you had to die twice. Ja, zugegeben. I should have known just erasing that phone message would... This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered? Yes, Chloe Price was here. Priceless. Foto. Ah, seht ihr, guck mal, ich wusste, irgendwas war noch wichtig. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Oder anderes Zeug, das dich wach hält. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Ich höre eigentlich gar nicht mehr zu, also das sollte ich vielleicht tun, aber... Damn, this is a serious exposé on the Prescotts. Allein dadurch, dass ich das Gefühl habe, hier schon mal alles gesehen zu haben, was ja auch irgendwie stimmt, habe ich nicht mehr so die Motivation. That's my Chloe. Zack. Was auch der Grund ist, dass ich viele von den Spielen, von denen ich behauptet habe, ja, ich spiele ihn noch 5, 6 Mal, eigentlich nicht ein einziges Mal wieder angerührt habe.
I still feel sketchy about giving Chloe the gun back. Getting lost in all this shit. That snow dough always makes me think of William and Chloe. So, jetzt haben wir alles gesehen. Tschüss. Ich möchte Neues entdecken. Ja. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. So, Schritt 1, bevor ich den wieder umbringe aus Versehen. In das Elternschlafzimmer versuche ich gar nicht erst reinzugehen, weil dann sagt die ja sowieso, ja, Step Douche könnte da drin schlafen. Ich weiß, die nennt den nicht so, ich habe den Namen, David? David, ne? So. Tschüss, Vogel. So, verpiss dich. Ja. Alles klar. Und jetzt brauchen wir hier, ja. Ein bisschen Wasser. Wir waren ja nicht schwimmen letzte Nacht oder so. Oder war das vor 2 Nächten? Das war vor 2 That Nächten. blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. With me. Irgendwie war die andere Chloe ja auch die real Chloe, ne? Es ist ja nun nicht so, dass das irgendwie verfälscht war oder so. Es war halt nur eine andere Zeitachse, ne? Das ist halt wie Zurück in die Zukunft. Nur ein bisschen weniger kompliziert, finde ich. Finde ich. Ja gut, es ist beides nicht großartig kompliziert, aber bei BTTF haben die ein bisschen mehr Details reingebracht. Locked from the other side. Ach, wie ärgerlich. So. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier, Max, denn Freunde Chloe hat mir getextet, dass du sie abgewiesen hast. Echt? Chloe hat dir ernsthaft getextet? Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Mein Gott. Ich wollte dich nicht blamieren. Zu spät. Sie klingt cool. Sie ist ein Dussel, aber cool. Wie ich? Nein, du bist anders. Auf eine gute Art. Wir lassen so weiterhin den Affen raus. Kein dreckiger Mensch hält mich auf. Lass den Affen raus, nicht den Menschen. Wir werden sehen. Hoffentlich. Ich muss zurück zur Realität. So ein Mist. Eindeutig. Ich melde mich später. Nochmal, warum hat Chloe jetzt geschrieben? Dass du sie abgewiesen hast. Vor allem, jetzt schreibt die das jedem erstmal so. Gestern einmal für ihren Vater, für ihren Stiefvater eingetreten, der ja jetzt auch nicht so ein leichtes Leben hat, wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive so beschreiben darf. Und sofort bei jedem Beschweren, den die auch nur im Entferntesten kennt, auch bei Leuten, die die überhaupt nicht kennt, die nichts mit denen zu tun haben, so random Nummern eingeben, SMS schreiben. Ah, das gefällt mir nicht. Aber gut. Foto, guck mal, Foto 1. Vielleicht schaffen wir es in dieser Episode, alle Fotos zu kriegen. Habe ich das vorgelesen? Mache ich einfach mal. Ich war noch nie so froh gewesen, Chloe zu sehen. Als ich ihr blaues Haar und ihr hübsches, angenervtes Gesicht sah, bereute ich es etwas, sie nicht geküsst zu haben. Vielleicht, wenn ich sie weiter herausgefordert hätte. Ich muss ins Lesen noch reinkommen. Entschuldigt bitte, ja. Ich konnte ihr nicht mal sagen, wo ich gewesen war. Oder warum. Es würde sie nur noch mehr entfremden. Von mir und der Welt. Ich musste mich auf die Suche nach Rachel konzentrieren. Was ist los? Ich musste mich auf die Suche nach Rachel konzentrieren. Chloe hatte Detektivarbeit geleistet, während ich in einer anderen Realität war. So, alles klar. Wir wissen Bescheid. Das mit dem Lesen wird sich noch geben. Ja, das haben wir alles schon gesehen hier. Warum sind die Nachrichten alle noch als 1 markiert? So. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Wird die Welt in der anderen Zeitachse eigentlich auch untergehen? Also ich meine, es ist da auch passiert, aber wer dann am Ende das darüber rausgekommen, fragt man sich. Und warum? Looks like they're back on the road to Paris. Joyce really wants David and Chloe to be a family. Ich nehme dein Angebot zum Abendessen für dich und für einen Kinofilm an. Vielleicht möchte Chloe mit. Ich rufe dich später an. XXX. Oh. Da gibt's noch ein Lied. X's and O's. Hat das was damit zu tun? My exes and your O's, they want me. Und sowas. Fiel mir gerade so ein, weil als ich XO gelesen habe, so das kommt so ein bisschen dem Text nahe.
somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny? I wonder if Chloe would hate me for keeping her alive. But I couldn't do it. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Trust me, nobody could do it. Unless he hasn't got a heart. Or he's just stupid or something like that. So. Leise reden, ja, lässt die Stimme verschleimen, deswegen sollte ich meine Stimme anheben. Das mit den parallelen Leben ist so eine Sache. Stell dir vor, es ist wie in Bioshock, dem 3. Teil. 1 Million Welten. Oder 1 Million Türen, irgendwie sowas haben die da gesagt. Wäre auf jeden Fall noch krasser, wenn das hier auch so wäre. Ich meine, es ist ja, man kann nicht beweisen, dass es nicht so ist. Wenn wir mal ehrlich sind, gibt es irgendwo Beweise, dass es nicht zig Millionen, Milliarden Parallelwelten gibt, die in anderen Zeitachsen und so weiter existieren? Das kann man doch gar nicht beweisen. Ich meine, man weiß, dass es nicht so ist, dass die Sterne am Himmel Spitzen von Leuchttürmen sind oder sowas. Aber den Rest kann man nicht beweisen. Sonst beweist es mir bitte. Aber bevor ich mich in der Musik verliere, jetzt schnell aufstehen. Ist zum Glück auch immer dieselbe hier in letzter Zeit, deswegen gewöhne ich mich so langsam dran. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Wäre auch sehr strange. Max the Time Bandit strikes again. To think this all started with my vision of a tornado. Arcadia Bay Beacon. Öko-Apokalypse. Bis vor kurzem war Arcadia Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Nach einem unvorhergesehenen Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter Arcadia Bays jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert, inklusive der NASA. Noch unglaublicher als diese Ökophänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Auf der nächsten Seite fortgesetzt, die wir natürlich nicht lesen können, fragt sich, warum die Sonnenfinsternis offenbar nur in Arcadia Bay ein Problem ist. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Rausgehen können wir auch, ja gut. Bevor wir gleich in die Garage laufen. Oh. Da ist Step-Dusch. Dann gehe ich doch lieber zuerst mal raus. Weißt du überhaupt, der weiß doch gar nicht, dass wir hier sind, ne? Ja, gut. Bongo. Ach, nee. 9 Jahre wurde der Hund alt. Das ist aber... Hatten die einen Hund an sich da, als wir das da gesehen haben? Vor, was weiß ich, 5 Jahren? Nee, ne? Ah, nee, warte mal, das Spiel spielt ja 2013, ne? 5 Jahre vorher, das kann sein, dass der Hund gerade gestorben war, als wir da die andere Zeit gesehen haben. Das ist aber doof. Nö, das gefällt mir jetzt aber nicht. So. Dieser Besuch in der Außenwelt war... doch nicht so sinnlos. David even made sure to bag up the dead birds. Okay, doch, er war sehr sinnlos. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier, ob wir hier so einfach langlaufen dürfen. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Sollten wir vorher mit ihm reden? Ich würd ihm eher vorher Bescheid sagen, weil... Wenn ich ehrlich bin,
würde das, glaube ich, auffallen, wenn wir hier rumschnüffeln. Hey, Max. Oh. Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell, and you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... That little shit-ass Nathan Prescott is lucky he only got suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended too. I didn't have all the evidence at the time. I am sorry, Max. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. I tried to help Kate. You did, Max. You saved her life like a hero while I left the goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate too. So did Mr. Jefferson. That guy is an elitist prick, and I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Why do you say that? These art farts are all about themselves. When I was in the service, I hated the photographers who try to pose me in their anti-war bullshit. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me, since only I know what's happening. Of course, thanks to Mrs. Grant and her hippie anti-surveillance petition, I hope everybody feels safer, like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me, but I have to be a hard-ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now, excuse me, Max. I have to get back to my camera. See? I'm an artist too. Gut, ist also nicht verboten, hier unten rumzulaufen. Das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Gehen wir erstmal... But this is my official man cave, so no girls allowed. Okay, ich gehe trotzdem hier lang. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Dass sie das nur denkt, ist leider ein bisschen... ist nicht zielführend. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Aber das Foto brauche ich. Excuse me. Just one picture, please. Das Spiel will mir gerade nicht ernsthaft erzählen. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Will mir nicht ernsthaft erzählen, dass es Folgen hat, dass ich die Planke hier wegbewegt habe. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Dann kommt sie jetzt halt wieder zurück, die Planke. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Ach, hätte ich die da weggelassen, wäre bestimmt gleich David irgendwie dagegen vorgegangen. Das kann natürlich sein. Dann ist es ja eigentlich gut, dass ich das zurückgepackt habe. So. Hier betreibt auch jemand Excessive Couponing und holt sich 500 Flaschen Ketchup für minus 20 Cent. I wonder if David is going to the party. Oh, sicherlich. Also als Sicherheitschef sollte er wohl da sein, oder? What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Metz, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Aha. Ist vielleicht doch nicht mehr so cool drauf, wie ich gedacht hätte. Aber vielleicht sollten wir noch auf hinweisen, dass da eine Waffe fehlt. Oh, that makes me sad.
It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Ah, the keys to the kingdom. Or at least David's locker. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Von Raymond Wells an David Watson. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung ihres Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an Ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Gruß Direktor Wells. Ach, jetzt habe ich jetzt habe ich vergessen, die tiefste aller Stimmen zu machen. Schade, tut mir sehr leid. Nächstes Mal. So. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Das ist natürlich ein... Hey, Max. I do appreciate you standing. Ich glaube, ich muss das so weit zurückspulen, dass ich mit ihm rede und ihm dann diese Tatsache vor Augen halten kann. Ich weiß, ich muss gleich nochmal gucken, ob ich das Foto dann noch habe. Oder nochmal machen muss. Muss ich noch weiter zurückgehen? Ernsthaft? Excuse me, Max. Do not touch one goddamn thing. Come on, Max. Find a way to get David out of his cave. Man cave, so no girls allowed. Ach. Warte mal. Erstmal gucken, ob ich das Foto noch habe. Ja, ich hab's noch. Okay, gut. Dann muss ich nichts von dem Scheiß mehr machen. Mache ich erstmal Folgendes hier. Ansehen. This fuse box looks like a perfect David distraction. Ja, perfekt. I can't let David see me while I snag his keys. Enter the ninja. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Shit! Somebody fix the fuse! Hey, Oh. Ach so, ach. Ja, das war doof. Das wollte ich eigentlich sofort machen, aber... Man weiß ja nie. I can't let David. fuse box. Shit! Somebody fix the fuse! I give up William but defend David? Would Chloe hate me if she knew? Gotcha. Oh. Aber was soll ich jetzt mit der Info hier? Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working. Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Ach, Chloe jetzt to auf get out einmal. of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark I can't tell you. Okay, so. Too late. I already know way too much. Like the fact that you might be working for Sean Prescott. What? Who told you that? Nathan Prescott? That little shit-ass is lucky he only got suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended too. I didn't have all the evidence at the time. I am sorry, Max. So, are you gonna tell me why you think I'm working for Sean Prescott? I saw documents that you were hired to do surveillance and security at Pan Estates. God damn. You are a good detective. But I didn't get hired. I gave Sean Prescott an estimate. For my own reasons. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us.
Especially poor Kate Marsh. I tried. You did. You even... I knew Kate. That guy? Why do you... He's... Well, I have a Of course. Although... Chloe and I... Now, excuse... Okay. Den Schlüssel haben wir. Das ist sehr gut. Oh, ich kann jetzt eigentlich das Schließfach aufmachen, ne? War das nicht sowieso unser Ziel? Max, I do appreciate you standing up. Okay. David will not leave if I ask him nicely, so I need to create a major distraction. A major distraction. Aha. Also muss ich wahrscheinlich draußen I irgendwas. give up William but defend David? The most expensive restaurant in town? David knows how to get on Joyce's good side. $260. Alles klar. Unbegrenzter Wein. Naja, immerhin. Literweise, hoffe ich. Arbeitet er nicht trotzdem irgendwie für den Prescott, wenn er zumindest einen Kostenvoranschlag erstellt hat? Irgendwie hat er dann ja so ein bisschen... Ich meine, der hat ja den Auftrag bekommen, den Kostenvoranschlag zu erstellen. Und dann hat er das gemacht. So, mit R2 läuft man schneller, das ist schon mal gut. A major distraction. Haus. Aha. William never finished painting that wall. Ja, und offenbar niemand nach ihm. Oh, was? Aha. Ach so, wir wussten ja schon, dass er sein Haus überwacht. Der David... Ich brauche jetzt aber echt eine Major Distraction. Was kann man denn tun? There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. Sorry, but this is my official man cave, so... David definitely couldn't work in the dark. Nee, das nicht, aber ich würde ja gern hier ran. Bringt das was? I am the key master. Okay, es hat einfach geklappt. Alles klar. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Great, am besten wir nehmen es gleich mit, damit er überhaupt nicht merkt, dass wir da dran waren. 15:17 Uhr Blackwell Parkplatz. Sie weiß etwas. Aha. Das ist dieser Gesichtsausdruck. Er sagt einfach, ja, ich weiß etwas. Twin Peaks. Ist das ein spezieller Code oder ist das absichtlich? Ist das absichtlich Twin Peaks? Das ist aber schon sehr genau aufgezeichnet, wer wann wo war. Wahrscheinlich Davids eigene Position. Aha. Hä? Warte mal, wie hat er das Foto gemacht? Weil der müsste dann ja doch irgendwo da im Grünen gestanden haben. Das kann doch überhaupt nicht sein. Okay, er ist ein Foto-Experte. Ich dachte, Max ist ein Ninja. Gut, das ist das Auto von Chloe. Das sind wir. Also nur ein Foto von Nathan und ein Foto von Kate. Score. Back to Chloe now. Sie gibt sich zwar keine Mühe, das leise zu schließen, aber braucht sie offenbar auch nicht. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Stimmt. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ich frage mich, ob David Chloes Auto reparieren könnte.
This is definitely Kate's floor. Hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Oh yes, I'm on it. Geh bitte noch nicht rein. Soll ich jetzt Pause machen? Das ist geil, ne? Das ist eine gute Stelle, ne? Um Pause zu drücken. Ha. Oh. Jetzt könnt ihr eine Bewertung abgeben und morgen seht ihr dann, was innerhalb von Kates Zimmer ist. Wahrscheinlich Kate und ein Bett, nehme ich mal an. Also, aber das werden wir noch genau sehen, ne? In der nächsten Folge, die auch garantiert nicht eine Woche auf sich warten lässt. Da verspreche ich euch da. Also das ist auf jeden Fall schon mal so. Ne? Also, ciao.